Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der zerstörten italienischen Kapelle von Diodamp im Maßstab 1:35. Der Markt für Gebäudebausätze und Dioramazubehör im Maßstab 1:35 ist ein wahrer Tummelplatz für kleinere Hersteller, was für eine wirklich tolle Auswahl sorgt und uns Modellbauern viel Freude macht. Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie klein das alles in den 1980er Jahren mit Wellington als Vorreiter auf diesem Gebiet angefangen hat. Vorher gab es praktisch nichts in dieser Richtung, heute ist die Auswahl und Vielfalt größer denn je. Eine Marke, die ich besonders interessant finde, ist Diodamp aus den Niederlanden. Die haben so einige Gebäude und diverses Zubehör zu bieten, und zwar, wie ich finde, zu vernünftigen Preisen bei sehr guter Qualität. In diesem Video möchte ich euch diese Ruine einer italienischen Kapelle näher zeigen. Der Stil der Kapelle ist natürlich perfekt für eine Szene in Italien während des Zweiten Weltkriegs geeignet, aber auch eine Szene in Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs würde sich damit gut realisieren lassen, finde ich. Man ist aber nicht nur auf das 20. Jahrhundert beschränkt, die Ruine lässt sich auch für eine Szene aus der Zeit der Napoleonischen Kriege oder dem Ersten Weltkrieg einsetzen. Auch noch während des Zweiten Weltkrieges kam die Zerstörung von Gotteshäusern ständig vor. Darauf wurde meistens keinerlei Rücksicht genommen, weder aus pietistischen noch aus architekturgeschichtlichen Gründen. Das bekannteste Beispiel dürfte wohl die im Übrigen völlig unnötige Zerstörung des Benediktinerklosters Monte Cassino im Jahr 1944 sein, welches glücklicherweise nach dem Krieg originalgetreu wieder aufgebaut werden konnte. Soweit so gut. Schauen wir uns jetzt den Bausatz mal näher an. Ja, wie man sehen kann, besteht die Ruine nur hier aus so einem Eck mit dem Eingang und hier noch einer Marienstatue und auch Teile vom Dach. Und hier seitlich ist auch noch ein Teil einer Mauer mit einem Durchgang angedeutet. Also sehr klein und kompakt im Grunde genommen, damit man das dann auch auf einer relativ eng begrenzten Base auch noch unterbekommen kann. Sehr schön. Ja, die Verpackung ist wie bei Diodamp typisch, sehr stabil ausgeführt. Das ist auch wichtig, da die Teile ja aus Gips gefertigt sind. Das ist natürlich beim Versand immer ein bisschen ein Problem, man weiß ja wie es ist. Die Paketlieferdienste gehen damit nicht so pfleglich um und man möchte ja nicht, dass nur noch irgendwelche Brösel ankommen. Also wir haben hier reichlich Polstermaterial und die Gipsteile sind hier auch in Luftpolsterfolie eingeschlagen. Also das ist vorbildlich. Da würde ich sagen, ist mit keinen gröberen Beschädigungen zu rechnen. Dann haben wir hier noch einen Beipackzettel, wo hier auf Englisch noch ein paar Tipps vermerkt sind, zum Beispiel wie man das Material schleifen kann, kleben kann und so weiter. Ja, das ist ganz nützlich. Also wie gesagt, vorbildliche Verpackung, da können sich andere Marken durchaus was von abschneiden. So, ich habe jetzt die Bauteile mal ausgepackt für euch. Und hier seht ihr die Teileübersicht. Sind nur 4 Bauteile, also ziemlich übersichtlich, ist aber bei so einem Gebäudebausatz nicht unbedingt ein Nachteil. So, und jetzt werden wir uns das Ganze nacheinander näher anschauen. Fangen wir mal mit dem größten Gebäudeteil an. Das ist hier die Wand, wo wir das Eingangsportal haben und auch die Mariendarstellung. Das ist mit Sicherheit das interessanteste Teil hier in dem Bausatz. Ja, hier beim Portal sehen wir gleich hier, die Beschläge sind sehr fein ausgeführt und wir haben auch ein bisschen Holztextur. Also das sieht spitze aus. Hier innen haben wir noch so eine feine Naht. Die kann man versäubern, wenn man möchte, aber ich denke, man kann es auch dran lassen. Ja, hier der Putz, wie der so abbröselt und dann hier die Ziegelmauer zum Vorschein kommt. Das wirkt sehr überzeugend auf mich. Scharfe Details und natürlich auch sehr natürlich ausgeführt. Hier wie die Ziegelsteine so ein bisschen rausstehen oder mal ein bisschen tiefer drin sind. Das ist sehr gelungen, finde ich. Ja, dann über dem Portal MDCC. Das steht für 1700, also man kann die Kapelle ab dem Jahr 1700 verwenden. Und dann hier die
Maria mit dem Jesuskind. Äußerst fein detailliert. Da bin ich echt beeindruckt. Also das würde ich bei Gips so nicht erwarten. Vielleicht bei Resin, aber bei Gips. Wow. Sieht prima aus. Ja, dann hier die Abbruchkante. Die ist in Ordnung. Da wäre es vielleicht interessant gewesen, da noch ein paar mehr Hinterschneidungen zu haben. Ich finde, hier ist es ein bisschen besser gelungen. Aber prinzipiell schön gemacht. Ja, wie bei solchen Gipsgebäuden typisch ist die Rückseite gar nicht detailliert, sondern da ist einfach nur der Gips glatt gestrichen. Ja, da hat Resin gewisse Vorteile manchmal. Da ist die Rückseite oft detailliert. Naja, man kann hier relativ leicht noch selber was gravieren und Details hinzufügen, nachdem das Material relativ weich ist und sich bearbeiten lässt. Würde ich auch empfehlen, da einen gewissen Innenausbau zumindest zu machen, damit die Ruine auch innen schön aussieht. Ja, alles in allem macht es schon mal einen sehr guten Eindruck. Also ich bin ehrlich beeindruckt, vor allem hier von dieser Statue, von diesem Relief. Das zweite Bauteil ist hier die Giebelwand, ist deutlich kleiner und Details haben wir jetzt hier nicht so viele. Ja, viel Ziegelwand, viel abgebröselter Putz und auch hier wieder die Abbruchkante. Ja, bisschen was zum Versäubern hat man hier, aber das bröselt ja schon von allein weg. Ja, da würde ich auf jeden Fall hier noch die Abbruchkante ein bisschen nachgravieren, damit es hier auch innen entsprechend detailliert ist. Ja, und ansonsten finde ich einfach allgemein bei diesen Gipsgebäuden die Textur ist einfach immer sehr überzeugend. Das Ganze lässt sich auch super lackieren und auch altern. Das wirkt einfach sehr, sehr überzeugend, weil es halt einfach auch ein mineralisches Material ist, wie es ja auch bei echten Gebäuden im Grunde eingesetzt wird. Deswegen bin ich doch immer ein ziemlicher Fan von diesen Gipsgebäuden. Ja, wie sieht es mit der Passgenauigkeit aus? Ja, das ist sehr gut. Klar, ein bisschen was anpassen muss man, aber im Grunde genommen minimal. Das ist leicht zurechtgeschliffen und man kann hier ja noch ein bisschen das Ganze verspachteln. Und dann passt es. Nee, also von der Ausführung her wirklich sehr gut. Also wir haben hier nicht viel zum Versäubern. Dann hier das Dach oder zumindest das, was davon über ist. Ja, mit den Dachziegeln hier und auch den Dachbalken. Innen natürlich alles glatt. Das Bauteil überzeugt mich nicht so richtig. Da müsste man schon sehr, sehr viel investieren, um das Ganze entsprechend realistisch zu gestalten. Also man müsste hier sehr viel herausschleifen, auch in den Zwischenräumen. Ja, und auch noch mit Balsaholz vielleicht den Dachstuhl weiter ausbauen. Ich erwäge, das Teil nicht zu verwenden, sobald ich die Ruine mal irgendwo verbauen möchte. Ja, den zerstörten Dachstuhl, den würde ich lieber selber mir anfertigen. Trotzdem ist es gut, dass es beiliegt und es gibt da auch Modellbauer, die das vielleicht so nicht stören würde. Aber bin nicht so ganz davon überzeugt. Das könnte ich selber schöner machen, auf jeden Fall. Und das letzte Bauteil ist hier dieses Mauerstück mit dem angedeuteten Durchgang, was auch so ein bisschen eingestürzt sein soll. Ja, da finde ich hier die Textur sehr schön von dieser Natursteinmauer. Das kommt sehr gut. Oben haben wir wieder die Dachziegel im 45 Grad Winkel. Ja, Rückseite ist nicht detailliert, also man müsste dann versuchen hier ja, dieses Steinmuster hier eben entsprechend zu übertragen mit der Graviernadel. Ist möglich, aber schon eine gewisse Herausforderung, die vielleicht nicht jeder Modellbauer
eingehen kann oder will. Ja, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt verwenden würde, nachdem ja das Gebäude auch durchaus ohne dieses Mauerstück auskommt. Mal gucken. Es liegt auf jeden Fall bei und man kann es für das Gebäude verwenden oder sich aufheben und für was anderes benutzen. Da gibt es ja keine Vorschriften. So, ich habe die Kapelle mal hier ohne Kleber, mal nur so bauklotzartig zusammengestellt, damit ihr mal ungefähr sehen könnt, wie das dann ausschaut, wenn es beieinander ist. Hat eine sehr angenehme Größe, finde ich. Ist jetzt nicht so klein, dass es auf einem Dioramensockel sofort irgendwie verschwindet und man es gar nicht mehr wahrnimmt. Ist auch nicht so groß, dass es alles vereinnahmt, sondern das ist eine schöne mittlere Größe, wie man es eigentlich gerne haben möchte. Und ich habe jetzt hier mal meinen altbewährten Tamiya Panzer II, so als Größenvergleich, damit man mal so ungefähr sehen kann, wie groß das ist. Ja, wie gesagt, ist eine nette Größe, bekommt man eigentlich immer gut unter. Und wenn man da ein paar Figuren oder ich sag mal ein relativ kleines Fahrzeug davor stellt, ist das perfekt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen Tiger davor stellen. Da sieht man jetzt von der schönen Kapelle nicht mehr viel. Ich sag mal, ein Sherman wird noch gehen, aber ist schon ein bisschen grenzwertig. Lieber was Kleineres. Einen Jeep oder einen Kübelwagen. Vielleicht auch eine kleine Halbkette. Besser noch Figuren. Da denke ich, kommt man ganz gut hin. Ja, wie ihr sehen konntet, ein sehr schön ausgeführter Gebäudebausatz. Wenig zum Versäubern und die Montage sollte auch nicht zu kompliziert sein. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden, vor allem mit den ganzen Details, was das Portal betrifft und auch dieses Marienrelief. Weniger schön finde ich das Bauteil für das eingestürzte Dach. Da bin ich doch der Meinung, dass ich das selber besser hinbekomme. Ja, das Gipsteil kommt da so ein bisschen an seine Grenzen, was die Feinheit angeht. Oder sag ich mal, das ist einfach nicht filigran genug für meinen Geschmack. Aber da kann ja der Modellbauer eben selber eingreifen und da ein bisschen nachhelfen. Andere Gebäudebausätze von Diodamp kommen noch mit ein bisschen mehr Zubehör. Da sind oft noch diverse lasergeschnittene Teile dabei für die Fenster oder auch für Plakate oder so. Das ist hier nicht der Fall. Ja, braucht man jetzt aber auch bei dieser kleinen Ruine auch nicht unbedingt. Fenster hat diese Kapelle auch keine. Also von dem her erübrigt sich das. Aber das fällt doch auf, dass andere Gebäudebausätze von Diodamp da ein bisschen mehr zu bieten haben. Dafür kostet diese Kapelle, wenn man es direkt beim Hersteller bestellt, 18,95 €. Das ist ein sehr attraktiver Preis und ja, passt auf jeden Fall zu dem, was wir hier geboten bekommen. Alles klar, das wäre es auch wieder für diese Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet es interessant. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.